I told my parents once when I was like 6 or something that I wanted to be a race car driver. And they're like, oh, okay, Robert. You know, at the time it's like saying I want to be an astronaut and go into outer space. Im Auto mit meinen Eltern habe ich immer zu meinem Papa gesagt, ja, fahr schneller und überhol rechts und überhol links. Ich habe mit 9 Jahren das erste Mal im Go-Kart gesessen. Next day we were out buying one. From then on it was game on. It's obviously more a game than a real ambition, you know, to become a professional driver. Nach 6 oder 7 Jahren Kart habe ich langsam gedacht, wäre schon cool, eine Rennfahrerkarriere zu machen. Richtig verankert hat sich's eigentlich erst, als ich Formel 3 gefahren bin. My father and my mum and my family supported me in that decision. Auch heute noch unterstützen sie mich überall, wo sie können und kommen immer mit dem Wohnmobil zu jedem Rennen. It's definitely not easy at times, being on the other side of the world. Since I was racing in F3, I always looked at DTM as a championship that is as good as Formula 1, it's just different. It's still really, really hard to get a seat here. There isn't many drivers in the world that can say you're a professional driver. DTM ist die härteste Rennserie, die ich mir vorstellen kann. The difficulty is in the DTM is finding the last couple of hundredths of a second. When you see guys that come back from Formula 1 to this level, they find it really difficult. Als ich drin gesessen habe in dem Auto das erste Mal, habe ich gewusst, wie schwer das Auto zu fahren ist. Und wenn du sagst, ich habe ein schlechtes Wochenende gehabt, weil ich leider 1,5 Zehntel so langsam war, dann ist es schon Hardcore. Ich meine, welche andere Rennserie hat das eben? So then it's the real fine details that make the difference. Man freut sich da wie ein kleines Kind. Man ist da sehr emotional dabei, wenn dann die Tribünen voll sind. Wenn ich sowas spüre, dann gibt es mir einfach mehr Adrenalin. Yeah, we have to keep in mind that without the fans, we are nobody basically in the end, and without them, this entire show is not existing. It's what the DTM does differently to other top motorsports, is they let the fans get access. Das ist einfach was Schönes, dass du die Family auch mal mitbringen kannst zur Rennstrecke. Dafür ist die DTM bekannt. Wenn ich hier als Zuschauer wäre, würde ich wahrscheinlich mehr auf die Grid Girls als auf die Autos schauen. Rennfahren ist meine Leidenschaft und ich kann es immer kaum erwarten, bis ich wieder zurück im Auto bin. My job is what I love to do. It's what I wake up every morning for. Racing is a job, so when I'm inside my office, you know, then I need to work and I need to do it in the proper way. Ich habe so ein Ritual, wo ich wirklich meinen linken Handschuh als erstes anziehe. Wenn ich dann sitze, gehe ich nochmal kurz in mich. Ich bete zu jemandem da oben. Ich glaube, den gibt's da. You need to know your opponents, from the rookies to the champions, and then you need to know how much risk you can take to overtake them. Es gibt natürlich Charaktere auf der Strecke, wo du weißt, jetzt kannst du die Sicherheitsgurte noch mal ein Stück strammer ziehen, weil das wird auf jeden Fall nicht ohne Lackaustausch stattfinden, das Ganze. Eduardo Mortara seems to be the one. We like each other, but man, we've crashed a lot. While he's driving, he looks like a lion. If I would see it on the mirror, I would be scared. I know they will probably say that I'm tough to race. I mean, in motorsports, you can't control every situation. There's a little bit of planning, but then when you have to execute the move, it's more just on the seat of your pants. There's drivers that scare you. And Also du hast schon so deine Kandidaten, aber ich sag mal, die negativen will ich jetzt nicht wirklich nennen. Die guten, also Paffett zum Beispiel, mit dem weißt du, da kannst du Rad an Rad fahren und der lässt dir auch genug Luft. Dann wird der Kampf wie ein guter Boxkampf. Man schlägt so doll wie man kann, aber man muss keine Angst haben, dass unter die gute Linie was passiert. go, stop. Hard racing is part of the sport, and I give as good as I get. Also ich finde es für uns Fahrer mega, dass wir 2 Rennen fahren. Und ich glaube, für die Leute vor Ort ist es auch ganz toll, weil was wollen die sehen? Die wollen Rennen sehen. The lights go on, the engine rises, so does the excitement. Really strong defense here. He's not going to give up without a real fight. Keep him busy, keep him busy. Now you have DRS. That was a
Fehler gemacht, für den habe ich mich entschuldigt. When I came round on the inlap and saw the two guys in the gravel, I first thought they'd taken each other out, which would have been a lot more embarrassing. To be honest, there was so much spray I didn't even know that Scheider was actually that close behind me. Man hat den Pascal versucht eben vorbeizulotsen. And I think that's why Dr. Ulrich was quite upset and emotional. Dann habe ich den Timo Scheider überholt, ohne ihn zu berühren, ohne eine unfaire Aktion. Dann fährst du zu Kurve 3 mit so einem Hals. Dass dieser Funkspruch dazu kam, war natürlich Worst-Case-Szenario. Da ärgert man sich natürlich umso mehr. I think maybe he heard the message and didn't really think twice about it. You have to have passion in motorsport, and when you have that much passion and that much things going on, things can happen. War schon hart, dass es Menschen gab, die so unter der Gürtellinie agiert haben. Das war was mit Sicherheit so generell das Härteste war in meinem Leben. Ja. Aber trotzdem stehe ich zu allem, was ich gesagt habe und habe heute immer noch die gleiche Meinung, auch wenn ich es vielleicht anders formulieren würde. Im Team merkt man natürlich, dass man so langsam eine Favoritenrolle bekommt. Jetzt bin ich in der Meisterschaftsführung und will die natürlich nicht mehr hergeben. Trotzdem, dass der Ecki mir in die Karre gefahren ist, würde ich immer noch auf den Ecki setzen. Wenn ich schneller bin wie derjenige vor mir, dann würde ich versuchen, ihn zu überholen. Wenn derjenige das nicht akzeptiert, dann fliegt er auch halt mit ab. Meine Chancen sind da, sieht aber ein bisschen schwierig aus, weil mir fehlt schon relativ viel Punkte bis ganz nach vorne. If I want to get a shot for the title, I need to do some good results. Ich würde ja den Geld auf die Schwede setzen, weil Hockenheim das letzte Rennen ist. It's a lot of weight on your shoulders when you're driving a race car, knowing that there's hundreds of people putting all of their effort in just for you. When you get a win, it's a win for hundreds of people actually. 50% von dem Sieg gehört dein Team. Ohne dein Team würdest du nie ein Rennen gewinnen. Du kannst nur verlieren bei der Boxenstopp, weil alle sind auf einem sehr guten Niveau. Natürlich weißt du, du musst an der Linie genau die 60 km/h haben. Du musst den Knopf drücken, du musst alles richtig machen. The mechanics are practicing pit stops 10 times a day, every day, Monday to Friday. Sometimes being a little bit slower and giving a bit of good feel to the mechanics and not braking really late and locking all four wheels, that's going to help them. Pit stops, normally I leave it to them, the perfect how to stop, because I know in the end they have a lot more information than me. Ich habe gedacht, das ist 100% falsch, habe noch diskutiert und bin dann zum Glück reingekommen. Keep cool, keep concentrated, be careful. Stays ahead. Keep pushing, you're doing a good job. Next line, you're okay. Sweet, laps to go. Man sieht quasi die Jungs schon an der Boxenmauer, wie sie einem zujubeln, obwohl man noch gar nicht über den Schlussstrich gefahren ist. I feel like you really got everything out of the car. You can really feel proud of yourself. Auch die Gesichter der Mechaniker und Ingenieure zu sehen, in den Armen von denen zu liegen. You're a DTM race winner, congratulations, fantastic drive. Es ist auf jeden Fall ein Gefühl, das man sonst in jedem Tagleben nie hat. Ich muss zugeben, wenn ich Zweiter oder Dritter bin, dann habe ich nie den Gefühl als Sieger. For me, part of being a sportsman is sort of being able to be honest and admit that someone did a better job on the same day. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann und das definitiv süchtig macht. Die paar Sekunden da oben, das ist schon das schönste Gefühl, was man überhaupt erleben kann.
is. You're saying I'm a dinosaur. That's not fair. Dinosaurs really stink. Yeah, I've been here a long time, yeah. Am Ende des Jahres rechnet sich doch aus, Leute zu überholen.